der Ursprung des Wärmelieds. Im Herzen eines riesigen, eisigen Asteroiden, verborgen in den kalten Tiefen des Alls, lag das Sanktum des Wotan-Clans Imral. Hier lebten die Kin, in stählernen Hallen, umgeben von brummenden Maschinen, die Wärme und Sauerstoff spendeten, während draußen die gnadenlose Kälte des Vakuums lauerte. Doch die Maschinen, so alt wie das Erbe der Kin selbst, waren nicht unfehlbar, und ihre Energiequellen wurden knapp. Es war diese Not, die Ulgir, einen jungen Hersgard, auf eine gefährliche Mission führte. Ulgir stand am Hangar des Sanktums, seine Rüstung glänzte frisch poliert, aber seine Gedanken waren schwer. Der Karl hatte ihn und seinen Trupp ausgesandt, um seltene Energiekristalle zu finden. Die letzte Hoffnung, um das Leben des Clans zu sichern. Die Kristalle sollten in einer alten Mine tief im Asteroiden liegen. Doch niemand wusste, was sie dort erwarten würde. Alte Karten sprachen von eingestürzten Gängen und gefährlichen Umwelteinflüssen. »Denk dran, Ulgir«, sagte sein Truppführer Trim und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Die Hersgard halten zusammen. Wir kommen alle zurück.« Ulgir nickte entschlossen und folgte seinem Trupp ins Dunkle des Asteroiden. Die Mine war ein Labyrinth aus Eis und Metall. Und schon bald wurde klar, dass die alten Karten ungenau waren. Nach Stunden des Marsches und mühseliger Grabungsarbeiten geschah das Unvermeidliche. Ein plötzlicher Einsturz trennte Ulgir von seinem Trupp. Staub und Eiskristalle füllten die Luft, und als sich der Lärm legte, fand er sich alleine in einem engen Schacht wieder. Sein Funkgerät war beschädigt, und die Dunkelheit um ihn herum war absolut. »Verdammte Kälte«, murmelte Ulgir, während er seinen Helm justierte und nach einer Möglichkeit suchte, sich zu orientieren. Seine Energiereserven und Sauerstoffanzeigen blinkten warnend. Doch er war ein Hersgard, ein Kin, und aufgeben war keine Option. Mit seinem Multiwerkzeug und einer Lampe machte er sich daran, einen Weg vorwärts zu suchen. Bald stieß er auf einen Gang, der nicht auf den Karten verzeichnet war. Er war alt, viel älter als der Rest der Mine und mit seltsamen Symbolen verziert, die an die Technik der Vorfahren erinnerten. Der Gang führte zu einer großen Kammer, deren Luft abgestanden, aber noch atembar war. In der Mitte der Kammer stand ein gewaltiges Gerät, halb begraben unter Schutt und Eis. Es schien eine Art leuchtende Kuppel zu sein, doch sie war beschädigt. Ulgir untersuchte die Struktur, bis er ein Konsolenfeld entdeckte. Mit einem Stoßgebet an die Ahnen begann er die uralte Technik zu reparieren. Seine Finger zitterten vor Kälte und Erschöpfung, doch schließlich sprang die Maschine mit einem tiefen Summen an. Ein warmes, goldenes Licht erfüllte die Kammer und die Temperatur stieg augenblicklich an. Ulgir spürte, wie die Kälte aus seinen Knochen wich. Dann erklang eine Stimme, sanft, melodisch und voller Trost. »Willkommen, Kind der Sterne«, sagte die künstliche Intelligenz, deren holographische Gestalt aus dem Licht emporstieg. Es war eine Figur, die wie ein uralter Kin aussah, umhüllt von sanften Wellen aus Energie. »Ich bin Yoldiz, eine Hüterin der Hoffnung. Mein Zweck ist es, die Wärme des Zusammenhaltes zu wahren.« Ulgir lauschte gebannt, während Yoldiz ihm die Geschichte dieser Kammer erzählte. Sie war einst ein Zufluchtsort für die ersten Kin, die auf diesem Asteroiden landeten, als ihre Schiffe versagten. Die Maschine, die Yoldiz steuerte, hatte ihnen nicht nur Wärme und Sauerstoff gegeben, sondern auch ein Licht der Hoffnung, das sie zusammenführte. Sie sang ein Lied, das Wärmelied, das die Kin inspirierte, einander zu helfen und nie aufzugeben. »Auch du bist nicht allein«, sagte Yoldiz. »Dein Volk braucht dich. Nimm die Energie, die du suchst, und bring ihnen Hoffnung.« Ulgir reparierte nicht nur die Maschine, sondern entdeckte auch eine reiche Ader der gesuchten Energiekristalle in der Kammer. Mit Yoldiz' Anleitung gelang es ihm, den Weg zurückzufinden, die Vorräte zu bergen und den Kontakt zu seinem Trupp wiederherzustellen. Gemeinsam kehrten sie zum Sanktum zurück, wo die Kin schon auf ein Wunder hofften. Als Ulgir die Geschichte der verborgenen Kammer und des Wärmelieds erzählten, lauschten alle gebannt. Dann stimmte er das Lied an, das Yoldiz ihm beigebracht hatte. Es war eine einfache Melodie, aber sie ergriff das Herz der Kin, die bald einstimmten. Die Halle des Sanktums erstrahlte im Licht der Kristalle und die Wärmelichter tanzten wie nie zuvor. Dieses Fest wurde zum Ursprung eines neuen Brauchs. Jedes Jahr singen die Kin nun das Wärmelied, um an ihre Ahnen zu erinnern, die Hoffnung und den Zusammenhalt. Ulgir wurde nicht nur als Held gefeiert, sondern auch als Bewahrer einer alten Wahrheit, dass selbst im tiefsten Eis die Wärme der Gemeinschaft stärker ist als jede Dunkelheit. Und so erklang das Wärmelied in den Tiefen des Alls, ein Zeugnis der Stärke und des Überlebenswillen der Wotan. Ja, das waren meine 3 Geschichten zu Weihnachten. Ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr und dann sehen wir uns wieder. Feiert schön. Bye bye.